Your Excellency, Ambassador Imomudin Sattarow, Mr. Lochin Fayzulloev, thank you again for the honor to coming to Institute for Cultural Diplomacy and for the excellent lecture you gave. We'd like to ask you a few follow-up questions to go a little deeper into some of the issues. My first question is for you, Your Excellency. Which steps do you consider as necessary to attract foreign direct investment in your region? Do you perceive the cooperation of former Soviet states with rich countries as a promising move towards the boom of foreign investment in the future? Dankeschön für die Einladung, dass wir Möglichkeit haben, im Institut für Kulturdiplomatie unser Land präsentieren. Erstens, Tajikistan hat ein liberales Wirtschaftssystem und ist eine offene Gesellschaft, eine Wirtschaft, die letzten Jahren sehr stark boomt. Und Tajikistan grenzt, wie Sie wissen, mit sehr hochentwickeltem, dynamisch entwickeltem Land wie Volksrepublik China. Wir haben 500 Kilometer Grenze mit China. Wir haben 1300 Kilometer mit Afghanistan, mit Usbekistan und Kirgisistan. Und natürlich, es gibt auch, Tadschikistan ist reich von Bodenschätzen. Wir haben viel Bodenschätzen, wir haben viel Wasser. Nur alleine in Energiesektor, wir können auch viele Investitionen haben, weil die Region braucht viel Energiestrom. Wir haben Möglichkeiten, Wasserkraftwerke bauen und ganze Region mit erneuerbare, billige Energie versorgen. Zum Beispiel Potenzial Tadschikistans von Strom. Wir können von Wasserkraftwerken mehr als 500 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen. Das ist der Jahresbedarf Deutschlands zum Beispiel, sehr hochindustrielle Land wie Deutschland. Und dieser Strom braucht Afghanistan für Wiederaufbau, Wirtschaft Afghanistan, für Pakistan bis Indien. Deswegen wir jetzt realisieren mehrere Projekte, besonders Energiesektor, Infrastrukturprojekte, die Straßen, die Eisenbahnstrecke. Und jetzt heutzutage wir realisieren gleichzeitig Investitionsprojekte in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar. Besonders Infrastrukturprojekte. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, es gibt Investitionen für verschiedene Länder, besonders für unsere große Nachbarstaat China. Und es gibt Investitionen aus Japan, Südkorea und Iran, die investieren auch viel Geld. Und natürlich von Russischer Föderation, das ist eine wichtigste Wirtschaftspartner auch. Und wie ich möchte noch betonen, seit 1. März, wir sind Mitglied von WTO. Das bedeutet, wir haben unsere Wirtschaft geöffnet, wir haben jetzt ein transparentes Wirtschaftssystem. Wir wollen jetzt mit allen Ländern der Welt zusammenarbeiten. Wir haben eine nationale Währung, die stabil ist. Wirtschaftswachstum ist etwa 6% bis 7%, unabhängig davon, dass überall in der Welt ist Wirtschaftskrise. Aber wie ich schon gesagt habe, Investitionsklima in Tadschikistan ist gut und natürlich wir garantieren auch Investitionen von allen Ländern in Tadschikistan, zum Beispiel mit Bundesrepublik Deutschland. Wir haben einen Vertrag über Investitions- und wir realisieren auch mit Bundesrepublik Deutschland oder mit anderen europäischen Ländern auch einige Projekte. Und deswegen mit sehr reichen viele Bodenschätze und mit sehr qualifizierter Bevölkerung, mit sehr gut ausgebildeter Bevölkerung, mit vielen Universitäten und so weiter. Wir haben Möglichkeit, sehr billige Arbeitskräfte zum Beispiel und besonders sehr viele junge Leute. Die haben fast 50% unserer Bevölkerung sind junge Leute bis 30 Jahre alt. Deswegen Potenzial ist riesig und deswegen wir haben eine sehr gute Perspektive auch. Tajikistan's economy has grown substantially after the war. Could you name concrete examples of nation branding activities which have helped Tajikistan's economy develop? Die Wirtschaft von Tadschikistan ist seit dem Krieg sehr gewachsen. Können Sie ein paar konkrete Beispiele erwähnen, in der Nationalbranding oder Markenaufbau die wirtschaftliche Entwicklung von Tadschikistan geholfen hat?
Wie ich schon erwähnt habe, natürlich, wir haben 3 strategische Prioritäten in unserer Wirtschaftsentwicklung. Das ist erste Priorität, das ist Energiesektor, und zweite ist Kommunikation. Und dann dritte, wir müssen ein Sicherheit von Lebensmitteln für unsere Bevölkerung geschaffen. Und wir haben diese Ziele erreicht, fast, wie ich schon gesagt habe, wir haben jetzt wir sind raus von diesen Kommunikationsproblemen. Wir haben jetzt die Autobahnen, Straßen gebaut, die uns mit vielen Ländern verbindet. Früher, wir haben nur eine Wege aus Russland über Usbekistan, aber wir haben jetzt andere Möglichkeiten. Wir haben jetzt Grenze mit Volksrepublik China, wir haben die sehr gute Autobahnstraßen, wir holen die Güter aus China direkt nach Tajikistan. Und natürlich Afghanistan, wie schon Herr Fayzulloev in seiner Präsentation erwähnt hat. Wir haben diese Brücke über Panch und wir haben Möglichkeiten, unsere Waren über Afghanistan bis Pakistan, bis diese Häfen in Iran und Pakistan transportieren. Wir haben ein Ziel mit Infrastruktur schon erreicht und das ist auch wichtig für uns. Und natürlich Energiefrage. Wir sind auf dem Wege, wir sind fast, wahrscheinlich in 2-3 Jahren, wir lösen auch dieses Problem auch. Und ja, das ist wichtig für uns. Ja, vielen Dank. Dann habe ich noch eine weitere Frage. So I've got another question for you. And that would be on youth employment. According to the World Bank, nearly a third of the state's national income comes from funds sent from abroad. How is this situation being tackled? Are there many measures undertaken to promote youth employment in Tajikistan as a more sustainable source of income? Also laut der World Bank ist fast ein Drittel von dem Staatsnationalverhalt oder Verdienen wird von dem Ausland hergeschickt. Unternimmt der Staat oder hat der Staat welche Maßnahmen unternommen, um Jobs oder Karrieren zu fördern für junge Leute in Tajikistan? Wie Sie wissen, wir haben fast 1 Million Tadschiken, besonders junge Leute, arbeiten als Gastarbeiter in Russland. Wir bekommen für die Überweisung aus Russland fast 30% von Bruttoinlandsprodukt, fast 3 Milliarden US-Dollar aus. Heutzutage Migrations- und Arbeitsmigration ist ein normaler Prozess überall in der Welt. Es gibt viele Beispiele, zum Beispiel einige Nationen zum Beispiel arbeiten in Deutschland oder in europäischen Ländern, die überweisen Geld und so weiter. Das ist gut für wirtschaftliche Kooperation auch. Aber natürlich, wir haben nach dem Zerfall der Sowjetunion, wir haben eine Erbe von sowjetischem System. Damals in Sowjetunion, Tadschikistan, wir haben nur Baumwolle produziert. Nicht so viele Arbeitsplätze wurden damals geschaffen, weil die Demografie war sehr stark hochgewachsen. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion, wir haben viele Kontakte mit ehemaligen Republiken sind zerstört natürlich. Und das müssen wir jetzt unser ganzes Wirtschaftssystem ändern. Wir müssen Industrie schaffen, wir haben Arbeitsplätze schaffen und so weiter und so fort. Und natürlich, wir hätten einige Probleme, aber wir sind auf dem Wege. Wir müssen, wie ich schon gesagt habe, erste Probleme Nummer 1 mit Energie lösen. Ohne Energie, wir können nicht unsere Wirtschaft entwickeln, Arbeitsplätze schaffen. Deswegen, unser Ziel ist, Investoren in den Energiesektor holen, die Probleme mit Energie lösen. Danach, wir können zum Beispiel Industrie auch entwickeln und besonders ist wichtig, nicht nur für Tadschikistan. Das Problem mit Migrations- und Arbeitsplätzen ist aktuell überall in der Region, in Zentralasien, in Tadschikistan, in Afghanistan und so weiter. Deswegen, ich werbe für unsere Projekte, Energiesektor, Energie, Wasserkraftwerke, Produktion von Strom ist wichtig für uns, für Afghanistan ist wichtig Afghanistan, weil Wiederaufbau von Wirtschaft Afghanistan ist wichtig für Stabilität der Region. Deswegen, wir können mit erneuerbaren
günstige Energie viele Arbeitsplätze schaffen. Und natürlich, wir wollen auch die jungen Leute, die in Russland arbeiten, die müssen in Tadschikistan arbeiten. Wir haben einige schon Ziele in diesem Wege erreicht. Aber ich muss sagen, das ist nicht eine Katastrophe, wenn die junge Leute oder die Leute keine Arbeit haben. Die haben Möglichkeiten, besonders in ehemaligen sowjetischen Republiken zusammenarbeiten. Wachsende Wirtschaft Russlands, die brauchen diese Arbeitsplätze natürlich, oder Kasachstan. Und ich glaube, das ist ein normaler Prozess und natürlich Ziel bleibt, wichtigste Ziel, Arbeitsplätze besonders für junge Leute. Wir sind eine junge Republik, wie ich schon gesagt habe, 50% Bevölkerung sind junge Leute. Wir müssen natürlich Chancen geben für unsere Bevölkerung, die Möglichkeit haben, in Tadschikistan arbeiten. Danke. Okay, dann habe ich noch mal eine Frage. So I have yet another question. Tajikistan is a signatory of the CEDAW Convention. However, problems of violence against women persist in the country. What measures is the government taking to address these gross violations of women's rights? Tajikistan hat die CEDAW-Frauenkonvention unterschrieben. Aber es gibt Probleme für Gewalt gegen Frauen im Land. Welche Maßnahmen unternimmt die Regierung, um diese Probleme für Frauen zu lösen? Ja, natürlich, heute ist 7. März, morgen ist Internationaler Frauentag, deswegen ich wollte alle Frauen nochmal herzlich gratulieren zu diesen Feiertagen. Wir feiern diese 8. März, das wichtigste Feiertage bei uns in Tadschikistan. Die Rolle von Frauen in Tadschikistan natürlich ist hoch. Ich kann nicht sagen, die Frauen in Tadschikistan haben ein riesiges Problem. Wie kann man nicht die Situation in Tadschikistan mit vielen anderen Ländern vergleichen? Obwohl Probleme sind da, wahrscheinlich gibt es auch Gründe, wirtschaftliche Probleme, Arbeitslosigkeit und so weiter. Aber die Frauen in Tadschikistan zum Beispiel haben auch wichtigste Rolle spielen in der Politik auch. Zum Beispiel in unserer Regierung gibt es mehrere Vertreter von die Frauen, die Vizepremierminister sind, Minister sind, die sind überall im Parlament vertreten, überall in unserer Gesellschaft. Frauen natürlich in sowjetischer Zeit auch, heute nach dem Zerfall der Sowjetunion, unabhängig Tadschikistan, spielen sehr wichtige Rolle. Aber soziale Probleme, besonders, wie schon gesagt, Wirtschafts- oder Arbeitslosigkeit, trifft auch mehr wahrscheinlich Frauen. Die sind, deswegen, wir müssen parallel natürlich auch diese Probleme, wirtschaftliche Probleme zuerst lösen. Wahrscheinlich Herr Fayzulloev ist vor kurzem aus Tadschikistan gekommen, er kann etwas dazu sagen auch. Definitely, our government provided equal opportunities for all the members of civil society. Female and men have equal rights and they are protected by law. Even to promote women's role and to strengthen their positions to be active and to be involved in development of country, government even assigned a special degree and approved the program for raising the status of women in society. If you go, for instance, in every state body, one deputy vice minister or even sometimes ministers, the head of committees appointed by government by women. So we have a program of preparing women personnel, special programs. We teach them, we send them abroad to take international education. Even members of parliament are elected by people as their representatives. So
nobody abuses the women's of right. We have equal rights. Even if we are Muslim country, you know that we have a sensitive aspects that men is giving priority, but government is paying significant attention to strengthen the position of women in society. So, die folgende Frage ist auch an Ihnen. Ich werde das gleichzeitig übersetzen. Die Frage ist über erneuerbare Entwicklung. Die Frage sagt, Tajikistan Tajikistan interessiert sich über erneuerbare Entwicklung mit der Benutzung des Hydroelektrikzentrale und Projekten. Gibt es noch zukünftige Projekte, um das verbessern oder besser zu machen? Wie ich schon erwähnt habe, Tadschikistan hat sehr riesengroßes Potenzial von Wasser. Wir haben 60% von Wasserressourcen Zentralasiens. Und Tadschikistan ist mehr als 90% Gebirge, Berge. Wir brauchen nicht so viel Wasser. Wasser braucht die Länder in Unterläufe, Usbekistan, Turkmenistan, die müssen Baumwolle produzieren. Baumwolle braucht viel Wasser. Und wir brauchen Wasser nur für Stromerzeugung. Deswegen, wir sagen immer, Region Zentralasiens, Afghanistan bis Pakistan, die brauchen diese Energie. Sehr billige, erneuerbare Energie. Wir haben ein Projekt von größter Wasserkraftwerk Rogun zum Beispiel. Einige Gegner gibt es von Rogun Wasserkraftwerke. Wahrscheinlich Sicherheit oder Ökologie, aber erneuerbare Energie, Wasserkraftwerke schadet nicht Ökologie. Verbraucht nicht Wasser. Wasser muss laufen und Energie erzeugen. Problem ist da, wo die Baumwolle ist. Weil diese veraltete Irrigationssysteme muss man verändern, erneuern. Wasser müssen wir auch sparen. Besonders die Länder, die viel Baumwolle produzieren, die müssen mit Wasser sparsamer gehen, weil wir haben die Aralprobleme wegen Baumwolle und so weiter. Deswegen unsere Projekte, die Wasserkraftwerke, ist gut für Wirtschaft, das ist gut für Ökologie, Umwelt, dann für Entwicklung der ganzen Region. Deswegen, wir haben jetzt vor, die Wasserkraftwerke umbauen. Wir warten auf diese Expertise von Weltbank, mit Unterstützung von vielen internationalen Finanzorganisationen. Wir wollen diese Projekte realisieren. Wie Sie wissen, überall in der Welt Problem Nummer 1 ist Energiesektor. Egal, Gas ist, Ölproduktion ist oder Wasserkraft. Aber wir bieten diese erneuerbare Energie. Natürlich, wir haben einige Projekte mit Sonnenkollektoren auch. Zum Beispiel, wir haben einen Vertrag mit der Deutschen Energieagentur. Die Deutsche Energieagentur realisiert einige Projekte in Tadschikistan mit Sonnenkollektoren. Wir haben viel Sonne, wahrscheinlich 300 Tage Sonne. Das ist auch alternative Energie. Das muss man auch, diese alternative Energie benutzen. Diese neue Technologien, Energieeffizienz, Wasserkraftwerke, Sonnenkraftwerke, das sind die Themen, die überall in der Welt aktuell sind. In Europa, in Amerika, in Zentralasien und überall. Deswegen, wir setzen auf diese Projekte und das ist Lokomotive für Entwicklung der ganzen Region. Besonders, möchte nochmal betonen, nach dem Abzug der NATO-Länder aus Afghanistan, wirtschaftlicher Wiederaufbau Afghanistan ist sehr wichtig. Aber ohne Energie, ohne Industrie, ohne Arbeitsplätze in Afghanistan, auch in ganzer Region, wir können nicht politische Probleme lösen. Deswegen, ich sage immer, wir können diese Probleme mit unserer erneuerbaren Energie lösen. I would like to support His Excellency Ambassador from tourism point of view, because unfortunately, due to limitation of energy supply in our country, our tourism industry faces difficulties. We have a challenge in this regard, because due to lack of opportunities to supply energy
based on demand of our population. We cannot, in autumn and winter, supply tourism infrastructure, especially in rural areas, with energy. And our season is not efficient as we would like to have. That's why we support the wise policy of our government on behalf of tourism industry. And actually, me as a citizen, my family, all the tourism stakeholders bought shares of hydropower station Rogun, the biggest station in CIS, which is we consider like a future of Tajik economy and good assistant of tourism development. You know, the tourism is developing step by step to economy in general. That's why when we finish the construction of Rogun, our number one priority and our national infrastructure, because every family of Tajikistan bought and is a stakeholder, a shareholder of this main biggest station. That's why we believe that in the future our tourism industry also will be sustainable when we will be able to provide the energy to, first of all, to citizens, then to economical infrastructure. Und ich wollte nochmal betonen, dass es diese Projekte, Tourismus, Energie und so weiter, alles ist für regionale Zusammenarbeit. Das ist sehr wichtig. Wir wollen im Rahmen der zentralasiatischen Länder besonders keine Grenze haben, keine Visum haben. Wir wollen mit Grenze und Visum können wir nicht Tourismus entwickeln. Deswegen wir brauchen Kooperation, regionale Zusammenarbeit. Nur zusammen können wir auch die wirtschaftliche, politische und soziale Probleme in ganzen Regionen lösen. Deswegen alle Projekte, unsere Projekte in Tourismus, Wirtschaft, Energie, ist für regionale Kooperation. The topic is cultural diplomacy. How does Tajikistan promote cultural exchange on a regional and international level? In your view, what role does cultural diplomacy play in bringing greater cooperation and security in the Central Asian region? You know that the tolerance in 21st century, mutual understanding, tolerance is a big challenge. And we pay significant attention to this issue, and via tourism we want to assist people to become more closed to use the instruments of cultural diplomacy. And when we are member of Silk Road Alliance, in the past 4 roads of Great Silk Road, used to pass across Tajikistan territory. And we, via our intergovernmental agreements, believe that nations of living in the region through exchange, through visiting each other with relative goals, with just tourist and treatment and just leisure purposes, will be more close to each other, will be more peaceful region in the face of Afghanistan, and Tajikistan will be playing a big role even in the future to promote tolerance and mutual understanding on his own experience. Thank you for the answer. Next question. What is your opinion in the role of social media as an effective vehicle of cultural diplomacy? What other platforms does Tajikistan use to position itself on the international stage? I can tell you, I can share with you of my experience in the field of tourism. From 2008, we have adopted a state program, new and corresponding to demands of the sphere program for tourism development, and government is financing the promotion of tourism in the world, leading to fairs. Particularly, we pay significant attention to Europe, and every year traditionally participate in international tourism fair ITB, and thanks to my government, every year our stand is becoming bigger and bigger.
and geography of people visiting our country is year by year expanding. If in 2005 14 nations visited Tajikistan as a tourist, in 2012 we have a good news that 18 nations of the world visited my country with the purpose of tourism. And we last year ordered advertisement sport tourism in Tajikistan feel our friendship in Euronews, and in the future when we build when we will become a leading exporting energy country after the finishing Rogun station, we of course will spend more time and more money for promotion of Tajikistan, and in this regard attracting new tourists to our country. Thank you for your answer. And then to the final question, could you tell us more about youth engagement in cultural diplomacy in Central Asia? Are there any current projects aimed at young people in this field? You mean youth affairs? As you could see from my business card, our state agency established and covering three spheres of our economy. This is youth affairs, sports, and tourism. Our government pays significant attention to youth segment of our society. We have announced different grants to support young and let's say clever, very interesting scientists from youth people. Additionally, we arrange festivals between Central Asian countries in order to unite people of a few nations living in this region, and using these instruments we wish to see our partners in the region as reliable partners and friends. So we believe that cultural diplomacy could assist us in promoting our region and strengthening peace and understanding between each other.